Herzlich willkommen. Diesmal nicht aus dem MBT Studio, sondern direkt hier von der Bühne des Maritim Hotel Kölns, dem Veranstaltungsort der Maschinenbautage Köln. Dieses Jahr finden die Maschinenbautage vom 13. bis zum 15. Oktober statt. Und für Sie dieses Jahr neu ist, dass Sie über Zoom teilnehmen können. Wenn Sie uns online zuschauen, wird Ihr Bild so aussehen. Das heißt, Sie haben hier oben einen Kasten, in dem Sie den Sprecher sehen, und Sie haben dort unten die Folien. So haben wir sichergestellt, dass Sie nichts verpassen werden. Sie werden also sowohl die Sprecher sehen, als auch die Folien. Herzlich willkommen auch von mir. Was wir dieses Jahr auch neu haben oder auch bekannt haben noch, die Live-Übersetzung Deutsch-Englisch vor Ort, die sind Sie ja schon gewohnt. Aber Sie können jetzt auch online über Zoom die deutsch-englische Übersetzung hören. Ihre Übersetzung, Ihre Sprache können Sie in Zoom selbst auswählen. Sie bekommen hier eine Flagge angezeigt, in der Regel die deutsche Flagge, und Sie können das umstellen auf die englische Flagge und dann lauschen Sie unseren Übersetzerinnen, die alles für Sie live vor Ort übersetzen werden. Bitte denken Sie daran, dass die Folien nicht übersetzt werden. Das heißt also, Folien, die auf Englisch sind, werden auf Englisch dargestellt, Folien, die auf Deutsch sind, werden auf Deutsch dargestellt. Dieses Jahr haben Sie auch die Möglichkeit, halbe Tage zu buchen, wenn Sie über die Webkonferenz teilnehmen. Ansonsten gilt, wie gewohnt, dass Sie einen ganzen Tag buchen können oder eben auch die gesamte Konferenz Maschinenrichtlinie. Wie können Sie uns erreichen? Natürlich über unsere Website Maschinenbautage.eu, aber auch über Telefon oder über Fax. Viele von Ihnen kennen das schon. Wir sind da recht flexibel und freuen uns auf Ihren Anruf, auf Ihre E-Mail, wie immer Sie uns auch kontaktieren wollen. Die Kontaktdaten, die Sie benötigen, finden Sie unterm Video im Kommentar eingeblendet. Klicken Sie dort einfach auf den Link und schauen Sie bei uns vorbei. Wir möchten Ihnen jetzt kurz das Programm vorstellen. Was erwartet Sie am ersten Tag der Konferenz auf dem Deutschen Maschinenrechtstag? Am 13. Oktober legen wir los mit einem Vortrag von Dr. Ulrich Becker, Verantwortung für die Konformitätsbewertung und CE-Kennzeichnung. Dr. Ulrich Becker wird uns erläutern, wie die Konformitätsbewertung und die Konformitätserklärung rechtlich sauber funktionieren. Er wird uns erklären, wer welche Verantwortung hat in diesem Prozess. Und er wird uns auch erläutern, wie man diese Verantwortung, wie man diese Haftung in diesem Bereich begrenzen kann. An diesem Vortrag schließt sich dann der Vortrag vom Rechtsanwalt Carsten Laschet an, den viele von Ihnen ja von den diversen Veranstaltungen schon kennen und der den Maschinenrechtstag auch regelmäßig moderiert und leitet. Carsten Laschet berichtet über die rechtliche Abnahme von Maschinen. Welche vertraglichen Abnahmemodalitäten gibt es? Welche Abnahmeerfordernisse sind überhaupt rechtlich vorgeschrieben? Was bedeutet das mit Wareneingangskontrolle? Vor allem wie tief muss die Wareneingangskontrolle sein? Gibt es die Möglichkeit, Maschinenanlagen überhaupt nicht abzunehmen? Mängelrügen ist ein wichtiges Thema. Und können Dritte beteiligt werden? Kann ich Sachverständige einschalten? Kann ich vielleicht sogar die Marktüberwachung mit ins Spiel bringen? Darauf erklärt uns dann Dr. Olaf Kanzak ROAS im Maschinenbau. Das heißt, die Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment. Also, was darf ich in meinen elektrischen, elektronischen Komponenten einsetzen? Welche Materialien sind dort zulässig? Er wird uns das Ziel der Richtlinie erläutern. Er wird uns sagen, wo ist überhaupt der Anwendungsbereich? Welche Ausnahmen gelten eventuell für uns im Maschinenbau? Und was müssen wir vertraglich festlegen,
wenn wir elektrische Komponenten einkaufen. Zum Schluss wird er uns ein paar Praxisbeispiele geben, Probleme, die dabei auftauchen können, was sagt die Rechtsprechung hier und wie funktioniert überhaupt die Marktüberwachung. Im Anschluss hören Sie Professor Dr. Ralf Imhof mit dem Thema Möglichkeit der Haftungsvermeidung. Gesetzeskonform ist das gleichzusetzen mit haftungsfrei. Produktsicherheit, Maschinenrechte, Verordnungen und Co. Also was gibt es sonst noch? Welche Hilfe erhalten Sie durch technische Normen oder welche Defizite finden Sie dort? Was nützen im Rahmen der Haftungsvermeidung Zertifizierung, Audits, Testate? Können Sie sich entlasten durch Riskmanagement und Compliance? Wie sieht dann eine gerichtsfeste Dokumentation aus? Und, last but not least, kann man das eigentlich versichern? Den letzten Vortrag des Tages wird Abdul Karim Kuzucu halten mit Praxiswissen Zoll. Er erläutert uns hier die Einfuhr von Maschinen, Fälle aus der Praxis. Das heißt, er gibt Beispiele, das ist so passiert. Er wird Ihnen zeigen, wie das Zusammenspiel zwischen den Marktüberwachungs- und den Zollbehörden funktioniert und was für den Maschinenbau wichtig ist. Wie funktioniert es, eine Maschine über die Grenze zu bringen, die vielleicht gar nicht CE-konform ist, im Rahmen der vorübergehenden Einfuhr und Ausfuhr von Maschinen? Was sind hier besondere Zollverfahren, wenn Sie eine Maschine nur zur Reparatur importieren? Wenn Sie nur etwas austauschen möchten, wenn Sie nur etwas verbessern wollen oder wenn Sie vielleicht etwas nur nach Deutschland holen, um es zu lagern. Den Abschluss des Tages bildet wie immer Rechtsanwalt Carsten Laschet, der über aktuelle Entwicklungen der Produkthaftung berichtet. Also alles das, was sich im Laufe des Jahres getan hat, an Rechtsprechung stellt Carsten Laschet hier vor, damit Sie aktuell bleiben, was die Rechtsprechung im Maschinenbau anbelangt. Die Konferenz Maschinenrechte schließt sich an den Deutschen Maschinenrechtstag nahtlos an, vom 14. bis zum 15. Oktober. Schauen wir uns das Programm vom 14. Oktober an. Wir beginnen mit einem Vortrag von Hein Bollens von der EU-Kommission über Harmonized Standards in a Worldwide Global Market. Harmonisierte Normen spielen eine große Rolle im europäischen Maschinenrecht. Auch wenn sie rechtlich nicht verpflichtend sind, so bilden sie doch die Messlatte für den Maschinenbauer hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutzanforderungen. Hein Bollens ist über viele Jahre für diesen Bereich bei der Europäischen Kommission verantwortlich. Außerdem wird Hein Bollens erläutern, welche Rolle die harmonisierten Normen in einem globalen, weltweiten Markt einnehmen. Den zweiten Vortrag hält Annegret Kübler-Borg. Sie wird uns das Thema Funkanlagenrichtlinie an der Schnittstelle zur Maschinenrichtlinie erläutern. Wir haben in den vergangenen Jahren schon häufiger über die Funkanlagenrichtlinie berichtet und mittlerweile haben die Marktteilnehmer sich angenähert und man weiß jetzt, wer wofür zuständig ist. Das heißt, Frau Kübler-Borg wird uns den Anwendungsbereich der Funkanlagenrichtlinie noch einmal erläutern, wird die grundlegenden Anforderungen aus der Funkanlagenrichtlinie darlegen und wird uns erklären, wie funktioniert überhaupt das Konformitätsbewertungsverfahren und wie funktioniert das Konformitätsbewertungsverfahren im Zusammenhang mit Maschinen. Wo ist also die Schnittstelle Funkanlagenrichtlinie, Maschinenrichtlinie? Wer ist wofür zuständig? Sie wissen alle, dass die Maschinenrechte geändert werden soll. Aus der Richtlinie soll eine Verordnung werden und wir begleiten das mit den Maschinenbautagen schon seit einigen Jahren. Auch in diesem Jahr haben wir wieder einen Vertreter der Europäischen Kommission. Mit Mikhail Simonov haben wir den Vorsitzenden des Europäischen Maschinenausschusses gewinnen können, der uns erläutern wird, wie der Stand der Dinge ist bei der Änderung der Maschinenrechte. Er wird uns auch erläutern, ob sich an dem europäischen Guide zur Maschine etwas getan hat.
Im nächsten Vortrag gucken wir ein bisschen in die Zukunft. Künstliche Intelligenz. Was bedeutet das für den Maschinenbau? Herr Seeberg wird uns erläutern mit Embedded KI zur verstärkten Produktführerschaft im globalen Maschinen- und Anlagenbau. Was können Sie also aus der künstlichen Intelligenz gewinnen, damit Ihre Maschinen am Markt besser platziert werden können, damit Ihre Produkte besser hergestellt werden können, schneller hergestellt werden können und mit weniger Aufwand hergestellt werden können? Den ersten Tag schließt wie immer traditionell ab Rechtsanwalt Carsten Laschet mit dem Thema Verantwortung für die Konformitätsbewertung und/oder Konformitätserklärung. Ein Thema, was uns nahezu täglich begleitet mit den Anfragen, die wir von außen bekommen. Wie sieht es denn überhaupt aus mit der Organisation der CE-Verantwortung im Unternehmen? Kann man Dienstleister einschalten? Welche Möglichkeiten und Grenzen gibt es? Wie sieht es denn aus mit Kundenbeistellungen? Wie kann ich Kundenbeistellungen zum Beispiel im Anlagenbau bewerten, wenn die Kundenbeistellungen anschließend Teil meiner eigenen Gesamtheit von Maschinen werden? Und last but not least, die eigentlich immer zentrale Frage, wer haftet überhaupt dafür? Den zweiten Tag der Konferenz, den 15. Oktober, starten wir mit einem Vortrag von Pascal Staub-Lang. Er wird uns ein Thema darstellen, das wir gerne vermeiden möchten. Maschinenunfälle. Und damit wir wissen, wie wir Maschinenunfälle vermeiden können, hat er uns Beispiele mitgebracht. Er wird uns zeigen, wo waren Maschinenfehler Ursache für den Unfall, wo waren Bedienfehler Ursache für den Unfall. Und er wird uns auch an den Beispielen erläutern können, wie man diese Unfälle hätte vermeiden können. Das nächste Thema treibt uns vor allen Dingen im Bereich Gesamtheiten von Maschinen, also Maschinenanlagen ständig um. Dr. Frank Wohnsland wird uns berichten über das Thema Druckgeräterichtlinie an der Schnittstelle zur Maschinenrichtlinie. Er wird eingehen auf spezielle Richtlinien für Druckgefährdung nach Artikel 3 der Maschinenrichtlinie. Die meisten von Ihnen werden wissen, dass der Artikel 3 der Maschinenrichtlinie eine Verzahnung ist zwischen Maschinenrichtlinie und anderen Richtlinien, sowie bei Druckgefährdungen zur Druckgeräterichtlinie. Ein großes Thema dabei ist das Thema Druckgeräte und Baugruppen. Auch immer eine Diskussion, wie sieht es dann eigentlich aus mit der Eigenherstellerregelung? Der Rechtstext weicht hier stark von den Erwägungsgründen in der Richtlinie ab. Und ein neues Thema, was mit der neuen Druckgeräterichtlinie auch Eingang gefunden hat in diesem Bereich, die Risikobeurteilung. Im Anschluss wird uns Martin Tillmann über die neue harmonisierte Norm für Betriebsanleitung berichten. Die EN ISO 20607 Betriebsanleitung für Maschinen ist dieses Jahr harmonisiert worden und er wird uns hieraus berichten, welche Anforderungen zu erfüllen sind. Ebenso wird er uns weitere relevante Normen für Betriebsanleitungen zeigen, aus denen man dann ein Gesamtpaket schnüren kann. Nicht nur die Maschinenrichtlinie muss erfüllt werden, natürlich gilt in Deutschland die Umsetzung, das Produktsicherheitsgesetz und er wird auch hier darauf eingehen, was uns die Norm für das Produktsicherheitsgesetz bietet. Am Ende wird er uns eine Checkliste zeigen, wie Sie zugelieferte Betriebsanleitungen prüfen können, ob der Lieferant die Norm sauber eingehalten hat und ob Sie diese Betriebsanleitung in der Form akzeptieren dürfen. Weiter geht's mit Dr. Björn Ostermann, der sich das Thema vorgenommen hat, Anlagen sinnvoll in Gesamtheiten von Maschinen aufteilen. Was sind denn überhaupt die Kriterien einer Gesamtheit von Maschinen?
Hierzu haben wir einige Ausführungen in der Maschinenrichter selber, aber mehr Ausführungen in unserem deutschen Interpretationspapier. Auch im europäischen Leitfaden finden wir hierzu etwas. Und wir werden uns ansehen, was das bedeutet, wenn wir komplexe, große Anlagen sinnvoll in Gesamtheiten von Maschinen aufteilen wollen. Dazu wird er Ihnen vorstellen eine Schnittstellenbestimmung mit der neuen MPT-Anlagenmatrix. Und last but not least, ein wichtiges Thema für die Industrie, Kosten. Wie kann man das Ganze vereinfachen? Wie kann das Ganze zu Kostensenkungen durch Doppelnutzung von Sicherheitsbauteilen führen? Den Abschluss der Konferenz bildet ein Vortrag von einem Referentenduo. Hans Ostermann und Martin Zimmermann werden uns gemeinsam erläutern, wie das aussieht. Das Zusammenspiel Maschinenrichtlinie und verfahrenstechnische Anlagen. Was sind verfahrenstechnische Anlagen? Wie fallen die in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie? Sie werden uns darstellen, wie passen verfahrenstechnische Anlagen und deren Anforderungen in den Anhang 1 der Maschinenrichtlinie. Dann geht es natürlich hier immer um HAZOP und wie können wir die HAZOP nutzen als ein Baustein der Risikobeurteilung. Und dann, zu guter Letzt, werden wir uns auch hier noch einmal angucken, wie kann man Anlagen, also hier jetzt verfahrenstechnische Anlagen, in Untergruppen untergliedern, sodass man nicht ein CE-Zeichen am Pförtnerhaus anbringen muss. Damit beenden wir die Vorstellung der Maschinenbautage und wir hoffen, dass die Themen interessant für Sie sind und dass Sie uns besuchen werden, live vor Ort in Köln oder auch online über Zoom. Und wir freuen uns auf Ihre Anregungen, auf Ihre Fragen, auf Ihre Kommentare. Sie werden die Fragen sowohl live vor Ort als auch online stellen können und unsere Referenten werden im Anschluss der Vorträge Ihre Fragen beantworten. Bis dann, wir freuen uns auf Sie.